Hi und herzlich willkommen hier auf pierosini.com, die Wine Show. Mann, oh Mann, also haben wir echt einen speziellen Gast bei uns hier in der Show. Weingut Egon Müller, der Vierte. Super, dass du Zeit hast hier für uns. Egon, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, als ich hingefahren bin, in der Vorbereitung auf das Interview, mit welcher Frage ich starten kann. Egon Müller der Vierte, wie ist das eigentlich, wenn man als Egon Müller der Vierte geboren wird, in so einem Weingut, in so einer Geschichte? Wie wächst man da auf? Man wächst allein schon aufgrund unserer Situation hier direkt in das Weingut rein. Wir haben ja hier keine Nachbarn, das heißt, als Kinder waren unsere Spielgefährten sozusagen die Mitarbeiter im Weingut. Und ich habe das jetzt auch bei meinem Sohn gesehen, wie der aufgewachsen ist. Das ist eine Situation, die man sich eigentlich als Stadtmensch wahrscheinlich gar nicht vorstellen kann. Aber es war für dich von vornherein klar, dass du praktisch, du bist hier mit aufgewachsen. Für dich war immer schon klar, ich werde auf jeden Fall Wein machen, oder war auch mal in deiner Jugend irgendwie so eine Zeit, wo du gesagt hast, I don't want it, also ich will irgendwas komplett anderes machen? Ich habe natürlich irgendwann mal überlegt, aber was gibt es denn eigentlich Schöneres? Ich meine, hier ist man sein eigener Chef, niemand redet einem rein, und das Allerbeste ist ja, dass man ein Produkt herstellt, jeden Schritt des Produktionsprozesses selber kontrolliert, selber in der Hand hat, und dass man das dann nachher noch auf der ganzen Welt präsentieren kann und stolz drauf sein kann. Es gibt ja tatsächlich noch Leute irgendwie, die Weingut Egon Müller vielleicht nicht kennen. Also ich meine, es ist legendär, ist so, Punkt. Das Besondere an euren Weinen, der ist natürlich verbunden mit dem Namen Schatzhofberg, hier wo wir gerade sind. Was ist das so, oder was kann man sagen, wie kann man das sagen, was ist das Erfolgsrezept vom Weingut Egon Müller? Ist es nur die Lage? Ist es der Mensch? Ist es, ich meine, euer Ruf ist ja, der existiert ja nicht seit gestern. Es ist ja schon Geschichte verbunden. Was ist für dich so, wenn du hier arbeitest, auch im Weinberg, nach der Ernte, was ist für dich dieses Besondere hier am Schatzhofberg? Ja, ich fange mal so an. Die Tatsache, dass ich bin 6. Generation in der Familie, und allein die Tatsache zeigt ja schon, dass es gar nicht so sehr der Mensch sein kann. Wie wahrscheinlich ist es, dass 6 Generationen aufeinanderfolgen, die immer zu den Besten in ihrer Branche gehören? Ja. Das muss der Weinberg sein. Das ist ja das Unveränderliche. Und vielleicht ist es so, dass man sich als Mensch tatsächlich zurücknehmen muss und wirklich auf den Weinberg achten muss. Ja, bevor wir jetzt ins Detail gehen, ein Großteil der Parzellen bei euch jetzt hier auf dem Schatzhofberg ist Pfahlerziehung, oder? Habe ich das richtig gesehen? Nein, ich habe noch gute 2 Hektar Pfahlerziehung. Das sind die letzten hier im Schatzhofberg, und das sind auch die alten Reben. Ja. Die sind wurzelecht, die sind gepflanzt worden zwischen 1895 und 1905, soweit ich das sehen kann. Ja. Und wir geben uns wirklich große Mühe, die zu erhalten. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen sehr spezifisch. Würdest du es heute wieder machen, also mit Pfahlerziehung, beziehungsweise wahrscheinlich eher nicht? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber das sind halt alte Weinberge, und ja, die gute Trauben, die gute Trauben bringen, ja. Und die kann man nicht umstellen. Ja. Wenn man jetzt hinginge und würde jede 3. Reihe oder jede 2. Reihe rausschmeißen, dann hat man einfach nicht mehr genug Schatten durch die Pflanzen, dann wird der Boden zu sehr ausgetrocknet im Sommer, es wächst zu viel Unkraut, und das ist halt das alte System. Da hat man die Reben 1 Meter mal 1 Meter gepflanzt,
Und das ist in sich stimmig, das funktioniert. Ja. Und das neue System, wo man breitere Reihen hat mit Drahtanlagen, das funktioniert auch. Aber es ist wahnsinnig schwer, einen Weinberg von dem alten auf das neue umzustellen. Klar. Besonders, wenn das so alte Reben sind. Wenn wir jetzt schon so über den Weinbau sprechen, wie geht ihr damit um oder beziehungsweise merkt ihr das hier? Klimaveränderung, Erderwärmung, wie geht ihr damit um? Also wie handelt ihr das, um irgendwie eurem Stil irgendwie, ich sag jetzt mal, ja, so eine Art Kontinuität reinzubringen? Da sind ja die Herausforderungen wahrscheinlich auch. Jedes Jahr, muss man einfach so sagen, werden immer extremer, oder? Ja, also da würde ich sagen, es ist eher umgekehrt. Ich meine, ich habe angefangen, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten in 1986. Und ich habe natürlich auch vorher schon ein paar Jahrgänge erlebt, 1980, 84, 78, 77. Und das waren halt einfach Jahre, wo die Trauben nicht reif geworden sind. Mhm. Und die waren halt doch relativ häufig. Ja. Sprich, ihr profitiert jetzt von der... Bisher würde ich uns absolut auf der Gewinnerseite sehen. Man muss dazu sagen, dass der Schatzhofberg ja eigentlich auch ein sehr guter Wasserspeicher ist. So. Ja, das ist immer gesagt worden. Stimmt aber nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist immer gesagt worden, dass hier auch in extremen Situationen immer Wasser ist. Ja. Und ich glaube, ich kann wirklich auch aufgrund der Erfahrung aus den vergangenen, ja, teilweise sehr trockenen Jahren sagen, dass Wasserprobleme hier wirklich Ausnahme sind. Egon, ihr seid natürlich, ich sag mal, euer Aushängeschild ist, das sind eigentlich alle Weine, ganz klar. Aber das, wo halt die meisten halt dann ausflippen, ist Trockenbeerenauslese von Egon Müller. Wie fühlt man sich als Winzer? Ich meine, es ist doch irgendwie, natürlich ist es schön, eine Art Wertschätzung. Was macht das mit einem persönlich? Hebt man ab oder? Nein, ich glaube nicht, dass... Sind die anderen Winzer eher so, guck mal, da kommt der Egon? Nee, ich gehe noch mal zurück zum Anfang. Ich bin 6. Generation der Familie. Und ich glaube, das Weingut ist weltbekannt geworden zur Zeit von meinem Urgroßvater. Der hat damals die Weine international verkauft und das war auch die Blütezeit der deutschen Weine. Mhm. Das war die Zeit, als Riesling teurer war als Bordeaux. Teurer war als alles andere. Und von dem wurde gesagt, er konnte, das ist eine Geschichte, die ich immer gern erzähle, weil das einem so ein bisschen die Relation gibt, wo wir heute stehen in Wertschätzung und auch in Wertschöpfung. Von dem wurde gesagt, dass er mit dem Erlös von einem Fuder Wein sein Weingut 1 Jahr betreiben konnte. Wow. Und ich bin also hier aufgewachsen und das muss man sich so vorstellen, 70er Jahre, als ich angefangen habe, als mein Vater angefangen hat, mich mitzunehmen, wenn wichtige Kunden kamen zu den Weinproben. Ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, hier auf einem Weltspitzenweingut zu sein. Und als ich dann nach Hause kam nach meiner Ausbildung, das war 1986, das war gerade nach dem Glykolskandal und das war die Zeit, wo kein Mensch deutschen Wein wollte. Klar. Und dann habe ich also miterleben müssen, dass der Rest der Weinwelt Deutschland sozusagen davongezogen ist. Und meine Motivation war eigentlich immer, wieder dahin zu kommen, wo wir mal gewesen sind. Ja, ja, was ihr, muss man sagen, auch mit Bravour eigentlich auch gemeistert habt. Ja. Nein. Nicht? Wir sind noch lange nicht da. Wenn ich sagen kann, ein Fasskabinett reicht mir, um den Betrieb zu schmeißen, tja,
dann kann ich sagen, ich habe es geschafft. Aber ich bin sicher, die Relation, die werden wir in meiner Lebenszeit nicht mehr kriegen. Egon Müller der Fünfte ist aber... Egon Müller der Fünfte ist, der geht noch zur Schule. Der ist der geborene Bauer. Seit er 12 ist er Imker. Der hat mit 12 Jahren angefangen, eigene Bienenvölker zu haben und ist dabei geblieben. Der geht zur Yacht. Schule interessiert ihn nicht so. Ja, aber nee, ich meine, ja, ich denke auch, das könnte auch eine Zitterpartie sein, ne? Wenn die Nachkommenschaft irgendwie sagt, okay, ich verfolge das jetzt nicht, will jetzt andere Wege gehen. Deswegen am Anfang auch die Frage so, wie war das so, als Egon Müller der Vierte ja, auf die Welt zu kommen bzw. aufzuwachsen halt. Aber in deinem Fall ist es geglückt, weil du hast Bezug dazu bekommen, du liebst das. Ja, und es ist ja auch, wenn man hier aufwächst, man zieht das ja praktisch osmotisch ein und man kommt gar nicht auf andere Gedanken. Ja. Selbstverständlich kommst du nicht darum herum, mit mir Wein zu probieren. Ja, heute der 2019er Kabinett vom Schatzhofberg. Egon, also ich habe dir vorhin, als wir uns kennengelernt haben, auch dir habe ich erzählt, dass mein letzter Wein von dir war ein Kabinett, ein 2004er Kabinett, der spektakulär war. Der war voll, der hatte Würze gehabt, der hatte eine unheimlich tolle Frische gehabt, war sehr ausbalanciert. Wirkte überhaupt gar nicht, ja, wie soll man sagen, also wirkte eher noch jung, muss man sagen. Ne? Was für dich so das Besondere? Ich denke mal, TBA, darüber reden alle. Ich denke, Kabinett ist das Besondere, oder? Ja, Kabinett ist das, was wir ja eigentlich immer haben. Und das, was man immer hat, schätzt man ja oft gering. Ja. Aber wenn ich rauskomme in die Welt, dann sehe ich, dass solche Weine halt wirklich einzigartig sind. Und das kann sonst niemand machen. Ja. Das gibt es nicht in Frankreich, nicht in Italien. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Redest du eigentlich gerne sagst du gerne, machen Moselweine oder sagst du eher, das sind Saarweine? Ja, das kommt drauf an. Wo du bist gerade wahrscheinlich, ne? Ich fühle mich an sich auch der Mosel zugehörig, das ist selbstverständlich. Ich meine, dazu muss man natürlich wissen, dass die Mosel ja innerhalb von Deutschland eine ziemlich eigene Tradition hat und dass wir in sehr vielen Sachen uns ganz anders verhalten als die südlicheren Weinbaugebiete. Aber ich fühle mich durchaus der Mosel zugehörig. Ich will nicht einen Gegensatz herstellen zwischen Mosel und Saar. Und sehr oft im Ausland gehört man einfach zur Mosel. Ja, klar. Ja, Egon, der Jahrgang 2019. Was ich bis jetzt probiert habe aus Deutschland war... kann schon sagen, spektakulär. Vielleicht von dir irgendwie was ist deine Meinung zum Jahrgang 2019? Bist du zufrieden? Ja, sehr. Es ist halt von der Menge her nicht sehr groß, aber die Qualität macht das wett. Und es ist so ein bisschen das Muster der vergangenen Jahre. Kein Winter mehr in dem Sinne, wie man es kennt. Sehr frühes Frühjahr, lange Vegetationsperiode. Und im Gegensatz zu 2018 haben wir in 2019 halt mehr Edelfäule gehabt. Mhm. Und dadurch haben die Weine einen ganz anderen Charakter. Bevorzugst du persönlich so Edelfäule oder sagst du, beziehungsweise klar musst du ja, ne? Aber jetzt sagen wir bei den Kabinettweinen, willst du da auch Botrytis drin haben oder sagst du, nee, ich brauche eher, verfolgst du einen anderen Stil, der soll klarer sein? Ja, wenn ich mir die Weine nehme, zum Beispiel 2016, wo es überhaupt keine Edelfäule gab, und vergleiche den mit Jahrgängen, wo es ein bisschen Edelfäule auch schon im Kabinett gab, dann finde ich einfach, dass die Botrytis dem Wein zusätzliche Komplexität gibt. Finde ich persönlich auch. Ich stehe da drauf.
Ist ja ne? Aber es ist ja immer die Handschrift irgendwie auch so vom Winzer, so, ne? Was ob das ausselektiert oder wie viel er reintut. Ja, das fängt ja schon viel früher an. Das fängt im Sommer bei der Arbeit im Weinberg an, Pflanzenschutz, Laubarbeit. Ja. Und wir sind halt hier sehr mit dem Pflanzenschutz minimalistisch. Ja. Und haben dadurch oft mehr Botrytis als die Nachbarn. Das ist aber, ich glaube, dass man früher generell wohl mehr Botrytis hatte als heute und dass man heute so ein bisschen die Botrytis ablehnt, weil die Weine oft ein bisschen länger brauchen, um gefällig zu werden. Und man ist ja heute so ein bisschen auf dem Trip, wenn das Zeug in der Flasche ist, dann muss der Korken gleich wieder raus. Zack, zack, genau. Die Zack-Zack-Zeit. Egon, dann, ja, ich bin gespannt, lass uns den Wein probieren. 2019er. Ja, der Duft ist deshalb einzigartig. Also Riesling, ganz klar, so sehr, ja, so dieses kräutige, so ganz dezent, ein bisschen Honig auch so. Ja. Würdest du mir zustimmen? Oder sagst du, was erzählt ihr hier? Nein, die Kräuter, das ist ganz typisch für Schachzufberg. Ja, wow. Das ist schon ayurvedisch. Ja. Man kann sich daran ja auch gesund trinken. Und Honig ist wahrscheinlich Botrytis. Das gibt halt diese süße Fülle, ohne süß zu sein. Aber Wahnsinn auch am Gaumen halt, was für eine Kraft er hat. Dabei er auch so eine Schlankheit hat. Sehr straight. Und diese Würze, die hast du am Gaumen absolut auch. Der Wein hat ja, echt einen guten Druck und Grip, wie man so gerne sagt. Ja, also es macht unheimlich Spaß einfach. Das ist ein Wein mit Länge. Ja, das ist eben wirklich die. Ich hab schon in heißen Gegenden Riesling geerntet und dann sieht man eben, dass die Trauben vollreif sind. Ja. Und man probiert sie und die haben keinen Geschmack. Ja. Hier bei uns, dadurch, dass die Reife so spät kommt und wir dann, wenn wir ernten, selbst in eine frühe Ernte wie dieses Jahr, geht weit in den Oktober rein. Und dann werden die Tage ja schon schnell erheblich kürzer und die Sonne steht schon sehr flach am Himmel. Ja. Und dadurch ist die Zuckerzunahme bei den Trauben gebremst, während die Aromatik noch weiter zunehmen kann. Und hier kann es oft passieren, dass man vollreife Trauben hat bei einem potenziellen Alkohol von 10 oder 11%. Ja. Und das langsame Ausreifen, das ist wie, ich meine, ich bin kein Koch, aber man kann ja zum Beispiel sich vorstellen, man nimmt ein Stück Fleisch und kocht das sous vide bei 65 Grad und das gleiche Stück Fleisch auf dem Grill. Das sind zwei ganz unterschiedliche Unter Stress ist immer das Ergebnis ist nie gut. Egon, deine Lieblingskombination, Kabinett, ohne jetzt, also ich habe schon Weinliebhaber sagen hören, dass die beste Kombination von Chateau Yquem ist zum Beispiel Chateau Yquem und ein Snickers-Eis. Oder Snickers White. Jetzt ganz abgedreht. Wie kombinierst du am liebsten dein Kabinett? Oder wozu, wie kombinierst du? Ja, ich hab so eine Kombination, die, das kommt auch aus meiner Ausbildungszeit. Ich war ja ein halbes Jahr in Japan. Ja. Und das war eben die Zeit, als deutscher Wein überall out war. Und da habe ich eben gelernt, Kabinett mit Sashimi. Und zwar mit richtig
richtig frischem, hochwertigen Sashimi. Ja. Und das bleibt eine Traumkombination. Eine Traumkombination, ja. Alles klar. Ja, Egon, ich danke dir für deine Zeit, dass du die Türen geöffnet hast, hier im Schatzhofberg. Und ja, das war's jetzt auch schon für heute. Ja, ich denke, super informativ, sehr sympathisch. Man liest ja oder man hört, also nimm das jetzt bitte nicht falsch auf, ja, der Egon Müller ist ein sehr, ja, der in sich gekehrt. Ich habe auch schon gelesen, man wirft dir irgendwie Arroganz vor. Prallt ab, genau, finde ich überhaupt gar nicht. Ja, danke nochmal und ja, das war's und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und wir sehen uns im nächsten Video.